Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotoz TV. Mein Name ist Sebastian und heute in alter Tradition mal wieder ein Geschenkevideo. Wir hatten ja schon Geschenke bis 10 Euro, dann zwischen 10 und 20 und heute haben wir zwischen 20 und 50 Euro. Und das wird langsam spannend. Da kommen schon sehr spezielle Dinge und ich sage euch, du hast hier heute auf dem Tisch Dinge liegen, die du wahrscheinlich nicht kennst, die ihr selber schenken möchtest oder auf jeden Fall mindestens 6 Personen kennst, denen du das schenken möchtest. Ich habe hier heute auf dem Tisch jede Menge Dinge liegen, die du dir selbst schenken kannst oder auch verschenken kannst. Denn viele dieser Dinge sind unwahrscheinlich gute Werkzeughelfer oder Dinge, die du vielleicht auch gar nicht kennst. Deswegen auf jeden Fall heute mal dranbleiben und schreib mal unten in die Kommentare. Was davon findest du am coolsten und was würdest du dir am liebsten selber schenken? Vielleicht kennst du jemanden, den du den Link auch schickst. Ja, kann ja durchaus sein. Wenn du von allen diesen Dingen hier den Detailpreis haben möchtest, schau mal unten in die Videobeschreibung oder auf gotoz.de. Da findest du auch alle diese Geräte wieder und kannst mal schauen, ja, was sie denn im Detail kosten. Denn ich gehe nicht auf jeden Preis nochmal ein. Ich sage nur, zwischen 20 und 50 Euro liegt das Ganze. Und viele davon sind eigentlich unerwartet günstig. Aber das seht ihr unten. Lasst uns loslegen. Also auf geht's. Und das erste ist genau das hier, ein Abisolierer. Ihr habt hier folgende Möglichkeit. Und zwar, ihr drückt hier drauf, dann geht das Ganze auf. Ihr könnt hier ein Kabel reinstecken, ja, dann zu. Und dann könnt ihr hier das hier hinten wunderbar festhalten, drehen, abziehen. Und schon habt ihr euer Kabel abisoliert. Gerade normale Stromkabel, das 3x1,5er, 5x1,5er, sind so klassische Dinge. Da gehst du mit dem Cuttermesser rum, machst und irgendwie versuchst abzuisolieren. Das geht nicht richtig gut. Damit geht es super. Und Knipex ist halt nicht irgendwer. Ja, hier so steht es auch. Knipex ist nicht irgendwer. Das ist eine Firma, die genau dafür gemacht hat und das perfekt kann. Wenn du jetzt aber sagst, naja, so ein großes Kabel habe ich gar nicht, sondern ich habe kleinere, kannst du hier die anderen Kabel auch nehmen. Kannst das hier auch jetzt so dort reinstecken, abziehen und kannst das auch abisolieren. Super Sache, kann ich nur jedem empfehlen, der ab und zu mal ein Kabel in der Hand hat, zu Hause zu haben, ist ein absolutes Must-Have. Nächstes Thema ist das hier. Wir hatten schon in den anderen beiden Videos davor hatten wir auch schon Marker, Bleistifte und so weiter. Diesmal haben wir hier ein anderes Thema und zwar ein Set, wo du auch einen Marker hast, Tieflochmarker und so weiter und so fort, Ersatzminen und so weiter. Aber vor allem cool ist das hier. Du hast hier also das ist ja der Tieflochmarker hier. Hier vorne sieht man das, glaube ich, auch. Da ist, ich versuche es mal rauszukriegen. Sekunde. So, hier. Ja, handelsüblich würde man sagen, ich habe hier einen Bleistift. Ja, ist aber kein Bleistift, sondern ich kann hier ganz normal Sachen markieren, kann die Mine auch weiter raus, weiter reinfahren und so weiter. Braucht man, ja, braucht eigentlich jeder in der Werkstatt. Aber das hier und Tieflochmarker, weil du hier wirklich rein kannst und ziemlich weit unten dann auch Löcher anzeichnen kannst. Nee, du kannst hier Folgendes machen. Du kannst es hier reinstecken. So. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Du kannst damit hier an einem Objekt entlang gehen und kannst die Form, meinetwegen meine Finger sind die Form, kann die Form übertragen auf ein Stück Holz zum Beispiel. Auf die Art und Weise kannst du zum Beispiel, wenn du eine Tür hast, eine Türzage oder irgendwas da drumherum zeichnen und hast halt wunderbar die Möglichkeit, das dann auch zu bearbeiten und musst nicht irgendwie Schätzen machen, tun, messen und so. Ich hatte das auch schon mal, hätte ich echt gerne gehabt, das Set. Nächste Sache, auch das hatten wir schon ein paar Mal, und zwar hier Sechskant, ja, Sechskantschlüssel. Bei den Sechskantschlüsseln ist es so, dass wir verschiedene Qualitäten schon hatten. Hier jetzt die Krönung des Ganzen von Vera, das große Set mit allem drum und dran. Wirklich hier von ganz klein bis ganz groß. Kann ich nur jedem empfehlen. Und ich finde persönlich diese Farbmarkierung richtig, richtig gut. Aber durch die Farbmarkierung, wenn ich zu Hause zum Beispiel bin, ist es so, dass ich mit meiner Frau immer sage, du, bring mir mal den gelben von Vera, dann weiß sie genau, was das ist. Ich kann mir die Nummern gar nicht merken, aber ich weiß genau, der gelbe passt immer da und da. Deswegen ist das hier eigentlich ganz cool. Zusätzlich ist es so, dass wir hier in dem Set, hier unten sieht man es sogar richtig gut, bei den meisten, bis auf den ganz kleinen, hat man hier diese eingelassene Kugel, ja, mit einem Widerstand. Wenn du dort jetzt reingehst in deinen Innensechskant, dann hast du noch einen besseren Grip. Also das hier, das beste Set von Vera zu dem Thema, kann ich nur wärmstens empfehlen. Kostet auch knapp 50 Euro. Das hier, wir haben ja hier ein ganzes Set mit Werkzeug. Das hier ist ein einzelnes Werkzeug, trotzdem ist es auf der Liste. Und zwar ist es eigentlich die beste, ja, wie will man landläufig sagen, die beste
Kneifzange der Welt. Und zwar kannst du alles Mögliche mitmachen. Hier VDE, alles gut, aber du kannst halt auch ein bisschen an Elektro rummachen. Achtung, Elektro nur, wenn du weißt, worum es geht und wie du es machst. Aber du hast hier integrierten Seitenschneider, du hast hier eine Spitzzange, du hast hier an der Stelle hier auch die Möglichkeit, versuch's mal hier, dort hast du so eine Einkerbung, da kannst du auch mal einen Nagel halten. So, da ist ein Nagel da meinetwegen drin und dann kannst du den irgendwo hin tun und draufhauen und so weiter und so fort. Also wenn du irgendwo mal so was Kleines brauchst, das ist deine Lösung. Ja? Sollte wirklich jeder in seinem Werkzeugkasten liegen haben. Apropos kleine Zange. Das hier ist kein Scherz, das hier ist die kleinste Rohrzange der Welt. Das weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwo noch eine kleinere, aber die ist wirklich mini klein, einstellbar auf deine Größe. Und irre stabil. Ich habe irgendwo mal eine Vorführung gesehen, wo jemand das Ding genommen hat, kleines Alurohr rangezogen, festgestellt, hat sich draufgestellt, hier wirklich so raufgestellt von oben und was war? Hat gehalten und ist wirklich irre stabil. Und das ist die perfekte Rohrzange, also eine kleine Zange, um die auch mal wirklich in der Hosentasche zu haben oder wenn du nicht viel mitnehmen kannst irgendwo hin. Und unterschätzt das nicht. Ja? Also ein Rohr in dieser Größe, ja, die du hier so fassen kannst, das ist schon ein ordentliches Rohr und das kannst du auch richtig festhalten, weil du hier so einen bestimmten Grip hast, hier nochmal hier und dort und kannst wirklich das perfekt greifen und drücken. Klar, ein bisschen kurz, aber im Gegensatz zu einer großen Zange, erstaunlich, was du damit machen kannst und eben sehr, sehr leicht. Nächstes Thema haben wir hier und zwar ein kleines Klappmesser von Milwaukee. Wir haben hier vorne quasi ein Cuttermesser, Teppichmesser, je nachdem wie man es bezeichnen muss. Eigentlich ist das hier ein richtiges Multitool. Wir haben hier von Milwaukee hier erstmal unsere klassische Trapezklinge, die wir hier drin haben. Können wir natürlich auch rausnehmen und austauschen, wenn was ist. Du drückst hier drauf, ja, dann kannst du es einfahren. So, kannst auch das hier ganz einfach hier wieder raus. Hast noch Folgendes, was du auch noch hier zusätzlich hast. Du hast hier eine Art, das nehme ich mal wieder rein zur Sicherheit. Du hast hier so eine Art Schraubendreher und zwar hier. Das fährst du einfach hier aus und dann hast du hier einen Schlitz oder wechseln, hast du jetzt hier Kreuz, ja, und dann kannst du damit schrauben. Ja, du kannst das hier nehmen und das schrauben oder wenn du sagst, da reicht mir der Grip nicht aus, dann gehst du einfach hier drauf, so, stellst das dir auf den Winkel und dann kannst du nochmal mehr Kraft ausüben. Ja, das ist richtig cool gemacht. Das mit dabei, was du auch noch hast, wie gesagt, ist ja Multitool. Ja? Ist ein richtiges Multitool. Du hast hier einen Flaschenöffner mit dabei. Ja? Hier ist ein richtiger Flaschenöffner, der Klassiker so rum, Flaschenöffner ansetzen, auf und so weiter. Und ich glaube, es sind noch mehr Funktionen versteckt, finde ich gar nicht. Aber cooles Ding, kann man hier sich wunderbar in die Tasche stecken, ja? Und hier mit Gürteltipp und dann geht es auch schon los. Also, coole Sache. Da wir das Thema Messer gerade schon hatten, haben wir hier den Klassiker von Victorinox. Ich baue jetzt hier mal nicht alle Funktionen auseinander. Das ist ein sehr umfassendes Set. Ich weiß gar nicht, wie viele Funktionen da sind. Ich sage mal alle. Ja? Gefühlt alle. Was du hier nicht dabei hast, ist ein Korkenzieher. Ich persönlich sage mal, so ein Korkenzieher, wann brauchst du schon mal noch einen Korkenzieher heutzutage? Ja? Dafür hast du ein paar andere Funktionen mit dabei, haben sie den Platz anders genutzt, finde ich eine coole Sache. Ja? Du hast ja auch irgendwo, die möchte ich euch zumindest mal zeigen, hier, da hast du auch den Klassiker, hier wirklich eine kleine Säge und die ist scharf, ja? Auch das mit dabei, also ein cooles Messer, kostet auch ein paar Euro, aber Victorinox ist halt nicht irgendein Taschenmesser, ist halt das Taschenmesser. Okay, kommen wir noch ein bisschen mehr zu, noch mehr das Thema Werkzeug und Werkstatthelfer. Das hier ist etwas, kennen die wenigsten, richtig geil. Und zwar ist das hier, ich zeige euch mal das als Set, so sieht das aus hier, von ENT. Das ist ein Bohrstopp-Set, ein Tiefenbegrenzer. Und ich zeige euch das mal, weil das sieht im ersten Moment, sieht das aus hier, das sieht aus wie ein Bohrfutter. Ja? Als wenn man hier irgendwie so ein Bohrfutter hätte, auch hier, aber nee. Du schraubst das so ein bisschen auseinander, nicht ganz auseinander, du kannst auch wirklich auseinandernehmen, wenn du möchtest. So, da ist was drin und zwar das hält den Bohrer fest. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt hier irgendeinen Bohrer genommen, so, den führe ich jetzt hier ein und habe eine bestimmte Tiefe, die ich haben möchte. So, und jetzt kannst du nicht mehr tiefer bohren. Und die meisten dieser Sets, also die meisten dieser Tiefenbegrenzer haben ein Problem, nämlich du kannst es festmachen, aber du musst es irgendwie mit irgendeiner kleinen Madenschraube so, das willst du nicht. Nee, das hier
mega cool, weil wird einfach so schön festgezogen und ist jetzt auch fest. Ich kann es auch ganz einfach wieder lösen und ich kann dann nur eben, zack, bis da bohren und das war's dann. Ja? Und das ist eine echt coole Lösung. Und du sagst, naja, aber irgendwann wird es dann zu klein, hast du das Ganze auch nochmal in ganz klein hier. Nämlich mit dem anderen kannst du für die ganz kleinen Bohrer das dann eben auch nutzen. Ja? Das finde ich eine mega coole Sache. Und das sollte wirklich in keiner Werkstatt fehlen. Ich weiß, es gibt auch sowas auch, dass du die Bohrer mit einem Tiefenbegrenzer, dass du das kaufen kannst. Und teilweise auch mit Senker gleich. Aber ich finde, das hier ist universeller und die eigentlich coolere Lösung. Ja? Das hier, du siehst jetzt hier, zack, raus, bumm. Und das war's. Mega, 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 mega. Nächste Sache, Messwerkzeug. Kommen wir ein bisschen zum Messwerkzeug. Und zwar haben wir Folgendes. Das hier ist ein, Moment. Das hier ist zum Beispiel für eine eingebaute Oberfräse sehr interessant. Bei der Oberfräse hast du es immer so, dass du von unten kommt der Fräser langsam hoch und was passiert dann? Na, du musst halt messen, wie hoch ist er denn, um einen Nu zu ziehen und so. An der Stelle kannst du meistens keinen Zollstock nutzen. Wie machst du das? Das machst du genau hiermit, weil du kannst das Ganze einstellen. Ja? Und wenn du jetzt hier hoch gehst, siehst du, wie dann auch die Zahlen nach oben gehen. Ja? In dem Fall haben wir hier 21,8 mm. Habe ich jetzt hochgeschoben oder weiter oder runter. Und wenn ihr das jetzt einfach, setzt das einfach an, nullt es und dann kurbelt ihr zum Beispiel Fräse hoch und dann geht es auch schon los. Das kann man auch für andere Sachen nutzen. Bei mir ist halt der Klassiker, an meiner Oberfräse habe ich das immer liegen, weil ich das immer brauche, weil ich genau sagen kann, oh, so viel Millimeter ist jetzt oben. Messen. Das war jetzt Oberfräse. Ja, als Beispiel, es gibt auch andere Einsatzmöglichkeiten. Nächstes Thema, eine Levelbox. Eine Levelbox ist eine richtig coole Sache, wenn du zum Beispiel meinetwegen an der Tischkreissäge, das ist der Klassiker, an der Tischkreissäge sagen möchtest, wie ist denn eigentlich das Sägeblatt eingestellt? Natürlich hast du vorne an der Tischkreissäge so ein, wie sagt man das, so eine Skala, ja? An der kannst du Sachen einstellen, machen und tun. Aber stimmt das dann auch? Sind das wirklich 19,4 oder sonst irgendwas Grad? Dafür hast du eine Levelbox. Bei der Levelbox machst du Folgendes, hier so sieht das Ganze aus. Ja? Die ist übrigens magnetisch, sieht man hier. Ja? Also hier ist ein bisschen zu schwer hier. Ja, hält es fast. Was habe ich noch hier aus Metall? Fast gar nichts hier heute. Ja. Also man sieht es auf jeden Fall. So sieht die Levelbox aus. Du machst hier einfach Folgendes. Du setzt sie auf bei der Tischkreissäge auf deinen Tisch auf, nullst sie, legst sie auf dein Sägeblatt. Ja, das Sägeblatt steht ja meistens so und das wird dann ja von dir verstellt. Und dann kannst du sagen, ich möchte 21,9 Grad haben, ja, im Verhältnis zum Tisch. Das ist eben das Wichtige, im Verhältnis zum Tisch. Legst das dran und dann kurbelst du es und dann hast du genau das eingestellt. Steht hier oben drauf und schon geht's los. Ist eine coole Sache, kostet nicht viel, aber eine Levelbox hat mir schon sehr häufig geholfen, wirklich exakt zu arbeiten. Exakt arbeiten, nächstes Thema, wir haben ja Messwerkzeuge, das hier. Das hier ist der kleinste Laser der Welt. Du hast hier wirklich einen kompletten Laser. Ja, hier sieht man es auch ganz gut hier. Und kannst wirklich jetzt sagen, na, wie weit ist denn jetzt weg? Gucken wir mal. Ja, 27,5 cm. Oder? Ja, 34,5. Ja, 41,9 und so weiter. Und das ist eine richtig coole Sache. Der kleine Laser, den wir haben, der kostet wirklich nicht viel. Der kostet auch deutlich unter 50 €. Kannst du immer dabei haben. Ich glaube, da ist auch eine Schlaufe da drin. Ja? Das kannst du dir an Schlüsselanhänger machen oder sonst irgendwo hin. Hast du immer dabei und das reicht in der Regel aus. Ja, der kann keine 200 Meter, ohne Frage. Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der umziehen möchte demnächst, der auf Wohnungssuche ist, schenke ihm das Ding, kann da schnell was nachmessen. Ja, passt meine Couch da eigentlich rein? Passt mein Fernseher dahin? Passt die Waschmaschine dorthin? Kein Problem. Hat er das Ding dabei und kann schnell mal messen. Zack, 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 anstatt hier mit 5 Zollstöcken versuchen, irgendwie die Wohnung abzumessen. Ja? Und das finde ich eins der coolsten Geschenke hier, weil das kannst du jedem schenken und jeder kann sowas ab und zu mal gebrauchen. Ja, kommen wir etwas weiter mehr Richtung Werkzeug hier. Fangen wir mal hier vorne an. Und zwar haben wir hier eine Kartuschenpresse. Ja? Also Kartuschenpressen, also Leute, die ab und zu mal mit so einer Kartusche, also Silikon zum Beispiel, kannst du damit ziehen. Ja? Oder auch Baukleber oder. Und dann machst du Folgendes, du setzt hier die Kartusche ein und dann drückst du das ja nach vorne. Der Klassiker ist, du gehst im Baumarkt, kaufst dir so ein Teil hier für 9,99 €, gehst los und was hast du dann? Da hast du, wie sagt man so schön, da hast du Schmutz. Weil
Du hast das Problem, dass das erstens sehr schwer ist vom Drücken her, hier, von dem hier, das ist sehr, sehr schwer. Zweitens, dass hier verkantet, verhakt und so weiter, häufig. Und vor allem bei den billigen ist es so, du drückst hier nach vorne und dann wird hier ja das Ganze nach vorne gedrückt und dadurch wird das ja nach vorne rausgepresst. Dann lässt du los. Und der Klassiker ist in dem Moment, dass dann einfach das vorne gedrückt wird und genau da wird festgehalten. Dadurch ist Druck auf deinem Silikonkartusche zum Beispiel. Und auch wenn du jetzt sagst, ah ja, mehr brauche ich ja nicht, dann quillt vorne immer noch Silikon raus. Ein bisschen. Wer kennt das nicht? Ja, schreibt es mal unten in die Kommentare. Das macht der hier nicht, denn schaut mal hier, da bleibt das, wenn ich drücke, vielleicht geht die Kamera das drauf, dass man das drauf hat und meine Hand. Ich drücke, lasse los und dabei geht es ein bisschen nach hinten. Das heißt, also nochmal, ich mache es nochmal, drücken, loslassen, es geht nach hinten. Das machen die billigen eben nicht. Und dadurch hast du Folgendes, du hast dann einfach den großen Vorteil, dass dann nicht weiter gedrückt wird und noch die ganze Wurst da rauskommt. Super. Okay, eine Kleinigkeit haben wir hier, einen Tacker. Hier von Bosch. Einen guten Tacker kann man auf jeden Fall gebrauchen in der Werkstatt, um mal Sachen festzutackern. Wollte ich auf jeden Fall mit drauf haben, weil nehmt bitte nicht euren Bürotacker und versucht hier irgendwo was in der Werkstatt zu tackern. Das macht keinen Spaß. Mit dem Ding kannst du schnell was festmachen. Ich habe damit zum Beispiel Samtbezüge für Sandras Schubladen gemacht und da den Stoff festgetackert. Das tun wir am Rande. Okay, der Klassiker unter den Werkzeugen, das große Vera-Set. Ja, kostet, glaube ich, knapp 50 €, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber du hast hier alles möglich mit dabei. Und ich habe das auch schon 10-mal gezeigt, muss ich eigentlich gar nicht mehr. Aber das ist das klassische Umzugsset, wenn du jemanden sagst, oh, der möchte umziehen, der möchte irgendwo einziehen, der möchte zumindest, hat gar kein Werkzeug, dem möchtest du was mitgeben. Deiner Tochter, deinem Sohn, wenn er oder sie auszieht, mega. Ja? Weil du hast hier alles mit dabei. Du hast hier alle möglichen Bits in allen möglichen verschiedenen Größen und so weiter und so fort. Schlitz, Kreuz, Torx, Sechskant und so wie gesagt und so weiter. Dann hast du hier einen ganz kleinen Schraubendreher, hier. Ja? Du hast hier einen Bitaufsatz, auch nochmal. Ein Bithalter besser gesagt. Hier hast du Nüsse und hier hast du sogar eine kleine Ratsche an der Stelle. Ja? Und die kleine Ratsche, die ist besser als man denkt. Da kann man schnell was machen. Der Klassiker ist, man kennt es, man möchte Möbel aufbauen. Ja, viele werden jetzt Ikea sagen, gibt auch andere Hersteller. Und dann geht das irgendwie nicht so richtig gut. Damit geht es wirklich gut. Dann haben wir jetzt eine andere Sache, die die wenigsten von euch sicherlich kennen, und zwar ist es das hier. Von Kirschen gibt es ein, wie heißt das? Das ist ein Two-Cut. Wie hieß das nochmal? Two-Cut, genau, ein Two-Cut-Messer. Muss aufpassen, weil das ist irre scharf. Wir haben hier eine Klinge, aber auch dort eine Klinge. Und das ist nicht so das klassische Stemmeisen, wie ihr das kennt, sondern es ist eben etwas, womit du alles machst, wo du dann klassische Stemmeisen eben nicht für benutzt. Ja? Wer kennt das nicht? Oh, ich musste jetzt irgendwie mal schnell so, nimmt man dann das und dann hämmert man so mit an seinem Stemmeisen rum oder an irgendwas und dann macht man doch eher auch mal was kaputt an seinem Lieblingsstemmeisen. Dann, das hier ist etwas, das ist nicht das normale Stemmeisen, sondern das ist etwas, wo du dein Stemmeisen normalerweise uns kaputt machen würdest oder sag mal, andere Sachen machen würdest, wenn es ein bisschen rabiater wird. Denn du hast hier unten eine Klinge, ja, also hier hast du eine Klinge, du hast hier eine Klinge. Das heißt, du kannst ja auch mal Sachen von der Seite abziehen. Du kannst auch mal mit dem Hammer hier nachhelfen, wenn das sein muss. Du kannst natürlich auch hier hinten draufschlagen, wenn du möchtest. Du hast hier einen sehr robusten Griff und kannst halt wirklich einfach mal robuster arbeiten. Coole Sache, das Ganze hier mit Gürtelclip gleich mit dabei. Ja, hier rein an den Gürtel hast du immer dabei. Kannst natürlich auch also hier wunderbar am Gürtel. Und kannst das natürlich auch zum Beispiel auch als Cuttermesser nutzen, für Pakete aufzumachen oder. Ja? Coole Sache. Heute war, glaube ich, das Thema Umzug immer wieder mit dabei und es kommt auch noch mehrmals, denn das hier ist etwas, was man so klassisch nicht im Kopf hat, aber was man super gebrauchen kann. Das hier ist auch ein Umzugshelfer im Grunde oder etwas, sag mal, gerade wenn du renovierst, wenn du so neu bist irgendwo in deinem Haus, wenn du was aufbaust, ist das dein Helfer. Du hast zum Beispiel einen Schrank, möchtest ihn auf die perfekte Höhe bringen, irgendwo hin, so, was machst du klassisch? Legst irgendwas unten drunter, versuchst und dann immer so millimeterweise nach oben zu kommen, brauchst du gar nicht, ja, sondern du nimmst einfach das hier und kannst es aufpumpen. Ja?
Und dadurch kannst du etwas anheben, meinetwegen deine Waschmaschine. Du möchtest eine Waschmaschine ausnivellieren. Dann machst du Folgendes, du nimmst die Waschmaschine, packst das einfach drunter, pumpst das auf, bis es perfekt in Waage ist. Dann schraubst du deinen Fuß raus und dann drückst du hier drauf. Ja, die Luft geht raus, ziehst du vor, Waschmaschine und Waage. Dasselbe kannst du mit dem Fenster machen, wenn du ein Fenster einbaust. Dasselbe kannst du natürlich auch machen, wenn du zum Beispiel einen Schrank aufstellst, wenn du einen Schrank aufhängst, wenn du irgendwas machst. Mega coole Sache. Gibt es im Zweierset, ja, wie hier zum Beispiel wie das hier. Und ich glaube, das hier ist sogar mit dabei, so als Gürtelclip. Zack, und dann hast du hier deine Teile dran. Gibt es aber nochmal in größer auch nochmal. Du sagst hier, okay, die kleinen reichen mir nicht, möchte hier, soll schon ein bisschen größer sein. Gibt es das auch. Coole Sache, kann ich nur empfehlen. Sollte man immer mal zu Hause haben. Zumindest 1, 2 Stück davon. Wir haben es vorher schon erwähnt, einen Hammer braucht jeder. Hier ein kleiner Schonhammer. Du hast hier 2 verschiedene Härtegrade. Ja? Also ich verstehe das nicht falsch, das ist nicht so, dass das hier jetzt nachfedert. Aber es ist nicht der klassische Metallhammer, wo du jetzt sagst, oh bam, jetzt geht's los. Sondern das ist etwas, wo du auf Holz erstmal keinen großen Schaden machst. Auch 2 verschiedene Härtegrade, je nachdem, was du gerade machen sollst, gerade machen möchtest. Ich habe so einen immer zu Hause und ich glaube mir, ihr braucht den öfter, als ihr denkt. Ist aber nicht dafür gedacht, um das Nägel in die Wand zu hauen. Ja? Also da nehmt ihr bitte den richtigen Hammer. Okay, weiter geht's. Wir hatten schon zahlreiche Werkzeuge, also jetzt auch das hier, echte Werkzeugfan, Bitsatz bzw. Schraubendreher. Ja, ich glaube, haben wir auch schon in vielen Videos gezeigt, ich zeige es auch nochmal. Wir haben hier einen Griff, wir haben hier verschiedene Aufsätze, Langbits. Ja, ich nehme jetzt mal einfach stellvertretend einen raus. Langbit, zack, hier vorne rein und schon geht's los. Und du kannst damit Schrauben machen und tun und du hast halt wirklich alle möglichen Sachen hier drin. Du hast hier, schauen wir mal, vielleicht kriegt die Kamera das drauf. Wir haben hier Sechskant, wir haben hier Schlitz, Kreuz, wir haben hier Torx, alles in verschiedensten Größen da. Das Coole an dem ganzen Set ist auch, bekommst du das hier, dieses kleine Teil hier, das ist ein Magnetisierer. Das heißt, wenn jetzt du ein Bit hast und der hat die Magnetisierung verloren, beziehungsweise willst das gar nicht, ja? Willst du es nicht, streichst du einfach hier entlang, Magnetisierung raus und das ist kein Problem. Du willst die Magnetisierung haben, einfach einmal rein, einmal raus und schon ist es magnetisch und die Schraube wird gehalten. Mega cooles Set, kann ich euch nur empfehlen. Auch hier wieder, wenn jemand umzieht, auszieht, wegzieht, ja? Oder wenn jemand einfach mal im Auto willst du was dabei haben oder im Wohnwagen oder. Hier, schöne Tasche mit dabei, ja, knorkelst du schön zusammen, packst du irgendwo hin, hast du immer dabei. Cooles Ding. So, dann das hier, der Klassiker, die Benchstocks. Viele von euch kennen das gar nicht. Bei den Benchstocks ist es so, dass das ist quasi eigentlich nur ein Rutschstopper. Ja? Du tust den hier hin und dann rutscht da nichts mehr. Jetzt hier rutscht eher der Tisch hin und her, ihr seht das hier, aber ich kriege das fast nicht weggeschoben. Ihr seht, das ist wirklich schwer. Ja, dafür sind die da und du kannst Folgendes machen. Du nimmst einfach davon meinetwegen 1, 2, 3, 4. Hier kommt dein Brett drauf und dann kannst du das Brett hier drauflegen und kannst du das entsprechend schleifen oder auch anmalen. Dann drehst du es um, wobei für anmalen wäre eigentlich Malerdreiecke besser. Aber du hast hier etwas, um halt etwas festzuhalten an der Stelle, zu schleifen, zu bearbeiten und nicht direkt auf dem Tisch liegen zu haben. Denn eine Sache ist echt ätzend. Wenn du zum Beispiel ein kleines Stück Holz hast, möchtest das schleifen mit zum Beispiel einem Exzenter oder einem Rutscher und hast es direkt auf einem Stück Holz liegen, dann vibriert dir das zu Tode, du kriegst das nicht richtig festgehalten und ja, damit überhaupt kein Problem. Nächste Sache, jetzt haben wir auch mal 2 wirkliche Werkzeuge mit einem Kabel dran. Nummer 1, wir haben hier unseren Heißluftföhn von Steinl. Das heißt, du bekommst für zwischen 20 und 50 € schon so ein Teil hier gekauft und kannst dann Heißluft föhnen. Ja? Wenn du sagst, okay, Heißluft föhnen habe ich jetzt nicht so oft im Einsatz, gibt es das hier, das ist ein absoluter Preisbrecher, hier von Metabo, eine Stichsäge, die kostet nicht mal 50 €, sondern wir sind hier bei der Stichsäge im Bereich, ich nehme es auch mal raus, ja, bei der Stichsäge sind wir im Bereich von rund 40 €, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und nochmal, wenn du alles wissen möchtest zu den Preisen, unten in der Videobeschreibung findest du alle Preise entsprechend verlinkt. Ja, 40 € ist ein solides Einstiegsgerät, wenn jemand anfangen möchte. Mensch, wenn du jemanden hast, der einfach sagt, wo du weißt, würde gerne so ein bisschen heimwerken, würde mal so ein bisschen in das Thema reinkommen, möchte mal ein bisschen was machen. Du sagst, Mensch, da schenke ich ihm doch mal eine Stichsäge.
hier unter 50 € eine Stichsäge, das ist doch der Hammer. Letzte Sache für heute und ich bin übrigens sehr gespannt auf eure Kommentare. Bitte unten in die Kommentare euer Lieblingsgeschenk reinschreiben, was ihr gerne haben wollt oder was ihr euch als erstes davon kauft. Ich habe gesagt, das Thema Geschenke, darum geht es ja heute und Bosch hat sich gesagt, wir haben ein Geschenkeset. Das ist wirklich hier, und ihr seht, es ist auch extra gekennzeichnet, das Geschenkeset, nämlich hier. Ja, hier seht ihr den Weihnachtsstern. Ja, wahrscheinlich ist es zu Weihnachten gedacht, weil wir haben hier drin, also ist irgendwie schon ein bisschen lustig. Wir haben hier Folgendes drin, und zwar eine Mütze, genau, und ein Bitset. Ja, hier auch das Bosch Bitset ist ein gutes Bitset. Ja, da ist alles Mögliche drin, hier, da und so weiter. Du hast mehrere, also hier ist 2 Bit-Halter, genau, und kannst damit loslegen. Cooles Set. Ob es die Mütze jetzt sein muss, das weißt du besser. Und ob der Beschenkende oder der zu Beschenkende das braucht, du dich selber beschenkst, wer weiß, ja. Würde mich interessieren, ob es auch jemanden gibt, der sich dafür gerne erwärmt. Und du siehst jede Menge Sachen, ja, die wir hier auf dem Tisch haben, und du musst zugeben, dass du jede Menge dieser Dinge hier sagst, entweder ich habe die schon, cool, entweder ich habe sie schon, cool, ich brauche sie auf jeden Fall, oder ich kenne jemanden, der die auf jeden Fall braucht, dann schicke ihm den Link von dem Video weiter oder einfach mal die Sachen, die wir unten in der Videobeschreibung verlinkt haben, da findet ihr nochmal alle Preise. Ich hoffe, ich konnte euch ordentlich inspirieren und wünsche euch so lange viel Spaß beim Verschenken und ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.